Ja, hallo und herzlich willkommen hier bei mir, dem Chris und dem Tutorial, wie wir die Führungswagen der Chinesen äh, ja, reinigen. Es gibt ein paar Sachen zu beachten, ist aber nicht schlimm und ich möchte euch das mal zeigen. Der Chrissy hat hier eine Schiene liegen, ja, und wir versuchen jetzt mal diesen Wagen da drauf zu sliden, beziehungsweise wir versuchen es nicht, sondern wir sliden ihn da jetzt mal drauf. Und jetzt fällt hinten das Ding raus, das wissen wir ja, und jetzt der klemmt. Ja, also er geht hier ziemlich smooth, aber manchmal merkt man, wie er klemmt. Ja, und das wollen wir nicht. Wir wollen, dass der flüssig läuft. Also machen wir den sauber. Den müssen wir auch sauber machen, weil die Chinesen haben den natürlich eingeschmiert mit 100-jährigem Fett, damit der halt auf der Reise nach Europa hier nicht verrostet. Ja. So, also habe ich hier die Hand drunter. Ich habe jetzt schon eine Schmierstrippe lose gemacht. Jetzt machen wir hier die nächste noch lose, die Schmieröffnung. Und dann, man riecht es schon und ich habe auch deswegen Handschuhe an. Und ich habe natürlich Handschuhe an wegen des Schrittes, der danach folgt. Deswegen da bitte ein bisschen aufpassen. Wenn ich euch jetzt ein bisschen lustig vorkomme, liegt das am Isopropanol, was hier offen steht. Ja, macht schon ein bisschen Fun. Aber müsst ihr natürlich an einem gut belüfteten Ort machen. Ja, also, so, jetzt nehmen wir uns einen Kreuzschraubendreher. Nehmen hier die kleinen schwarzen Schrauben raus. Ja, einfach rausschrauben, easy peasy lemon squeezy, wie der Chris immer so schön sagt. Und ihr braucht auch noch keine Angst haben, mir fällt nichts raus, ja, weil ich habe euch ja auch erzählt, ohne diese schwarze Schiene, da fallen euch die Kugeln raus und so weiter. Das ist richtig, das kann passieren, muss aber nicht passieren. Das kommt auch immer auf die Konstruktion an und wie viel Fett da drin ist und wie alt und ausgewaschen die schon sind. Ja. Also in dem Fall, in meinem Fall ist das Ding jetzt neu, also da passiert nichts. Ja, so, das legen wir an der Seite, das ist ja unser Abstreifer. Und jetzt können wir hier schön sehen, dass hier auch nochmal 2 Schrauben sind. Und wenn wir die lösen würden, ihr seht dann hier schön die Tracks. Ja? Hier sieht man die Tracks, einmal hier und hier. Ich kann euch mal ein bisschen näher ranholen, wartet mal, könnt ihr das ein bisschen besser sehen. So, ne? Hier seht ihr es hier und da, da laufen die Kugeln halt die ganze Zeit im Kreis. Einmal unten, einmal oben und auch auf der anderen Seite. Ja? So. Solange wie wir das nicht auseinanderbauen, fallen uns die Kugeln auch nicht raus. Ja, so, hier immer schön die Finger drunter, dass die Schiene da drin bleibt. Aber wie gesagt, bei den chinesischen Wagen, die ich bisher hatte, ist noch keine Kugel rausgefallen. Kann euch aber passieren, wie gesagt. Ne? Deswegen ist ja auch diese Schiene da drin, diese schwarze. Die sorgt zum einen dafür, dass die Kugeln nicht rausfallen können, aber zum anderen ist es halt auch so eine Guide, so eine Hilfe, um das auf die Schiene zu kriegen, damit die Kugeln sich da in der richtigen Reihenfolge drauf bewegen, sage ich jetzt mal. Ja. Ist ja ein Rollenumlaufschuh, nennt man das ja. Und dementsprechend müssen die Kugeln da immer schön im Kreis laufen. Ja. So, und jetzt kommt nämlich die Zauberei, was immer viele sagen, nein, kannst du nicht machen. Doch, kann ich, mache ich auch, easy peasy. So, Schrauben hier weg. Die werden wir auch gleich mit reinschmeißen ins Bad. Jetzt machen wir den mal auf. So. Und ihr seht, Zauberei, nichts ist rausgefallen. Das ist ja verrückt, oder? So, jetzt zoome ich mal wieder ein bisschen ran. Und jetzt müsst ihr mal gucken, dann seht ihr unten eine Kugelreihe. Und wenn ihr genau guckt, dann seht ihr oben auch noch eine. Seht ihr die? Da sind 2 Kugelreihen, eine oben und eine an der Seite. Ja, unten sehen wir eine Kugelreihe und da ist dann noch eine zweite. Und diese Kugelreihen, die müssen wir jetzt sauber machen. Und das mache ich mir ganz einfach. Wie gesagt, es gibt Leute, die bauen das auseinander, nehmen alle Kugeln raus, braucht aber bei diesem neuen gar nicht machen. Also wenn ihr jetzt eine habt, die schon lange in Betrieb ist und die wollt ihr sauber machen, dann würde ich es auf jeden Fall machen. Hier außen aufmachen, ne, die beiden Schrauben da. Und dann könnt ihr hier die ganzen Kugeln rausholen. Wie gesagt, bitte aufpassen. Die rollen nicht irgendwo hin, die findet ihr nicht wieder. Ja? So, was habe ich hier? Ich kriege hier ein bisschen Delikatessrotkohl. Muss ich jetzt hier zuhalten, ne? Keine Werbung und so. Delikatessrotkohl mit eingebauten IPA, also quasi Isopropanol, Alkohol. Ja. Jetzt habe ich hier so einen ollen Bottich. Da werden wir das jetzt reinkippen. Das ist immer ein Spaß, das da reinzukippen, weil dann macht man sich meistens zu nass, wenn man das macht. Und wie gesagt, bei IPA bitte aufpassen, bei Isopropanol. Das macht brennbare Dampfumgebung und es macht super dizzy. Ja, also es kann sein, dass ihr dann ins Krankenhaus müsst oder so, weil ihr euch damit vergiftet habt. Also bitte macht das an gut belüfteten Orten und von Zündquellen fernhalten. Ne? Das ist Isopropanol, das kann halt das Brennen anfangen und es kann halt auch verpuffen.
So, was wir machen ist, wir saugen das Ding hier rein. Und ihr seht schon, deswegen hat der Chrissy hier die Handschuhe an, weil das wollt ihr nicht. Und ihr seht schon, ist jetzt zwar ein schwarzer Behälter, aber man sieht schon, wie der voll die Farbe annimmt. Ja? Und was wir jetzt machen ist, wir nehmen einfach also erst vorher werfen wir hier nach rein, habt ihr gesehen. Und jetzt nehmen wir einfach eine Zahnbürste, eine alte. Könnt ihr die von eurer Frau nehmen und die könnt ihr hinterher dann wieder da hinlegen. Ja? Und ihr seht es schon, wie das hier blubbert. Ja? Das heißt, die Kugeln schieben die Luft hier durch. Das macht er halt oben und unten. Ja, den oberen, den sieht man jetzt nicht, aber wir streichen einfach so drüber. Ja, bis da keine Luft mehr rausblubbert, dann wissen wir, da ist überall IPA drin. Ich sage mal IPA, Isopropanol. Und das ist es schon. Das war es im Prinzip schon mit der Reinigung. Jetzt ist überall durch die Kugeln, ihr seht das auch, wenn ihr das mit der Zahnbürste bewegt, wie die Kugelreihen sich bewegen. Ja. Blub, blub, ihr seht's. Ja. Einfach so streichen. Ihr seht, ich mache es einmal nach unten schräg und einmal so 90 Grad zur Seite. Und dann seht ihr, wie es blubbert. Ihr seht das. Das ist die Luft, die von den Kugelreihen rausgedrückt wird. Und das heißt, das ISO ist auch durch die kompletten inneren Reihen sozusagen durchgelaufen. Ja. So, das war's schon. Also mehr müsst ihr hier gar nicht machen. Wie gesagt, macht das an einem belüfteten Ort. Und jetzt nehmen wir einfach hier, na gut, die können wir ja auch noch mit sauber machen, die können wir ja noch immer reinhalten, das reicht schon. Ja. Und nur ein bisschen entfetten, das reicht eigentlich schon. Und jetzt nehmt ihr euch einen Lappen, das Ding können wir auch mal reinschmeißen. Und auf diesen Lappen legen wir das Ding jetzt hier drauf. Wie gesagt, da braucht ihr keine Angst haben, da fällt keine Kugel raus. Und das lasst ihr dann jetzt ordentlich trocknen. Ja? Also an einem gut belüfteten Ort trocknen lassen. So. Ich merke schon, wie ich dizzy werde hier. Mal ein bisschen aufpassen. So, also, das war's schon. Ja? Im Prinzip ist das der ganze Trick. Und wenn die dann getrocknet ist und ihr die leicht gefettet habt, dann werdet ihr sehen, wie schön die auf der Rail laufen. Und das ist der eigentliche Trick dabei. Ja? Man muss da nicht rumspielen. ISO ist da sehr entspannt, was auch das Plastik und sowas hier angeht, und das verfliegt alleine. Das war's. Wenn ihr Fragen habt, schreibt es in die Kommentare und wir sehen uns im nächsten Video. Bis dahin, Tschüssikowski, bis dann, Manski. Übrigens Gummihandschuhe, damit man sich nicht die Hände austrocknet. Ne? Das entfettet ja. Macht's gut.